DIY-Benutzer entwickelt ein Projekt für den persönlichen Bedarf. Er ist ein Integrator und Benutzer gleichzeitig. Zuerst erstellt er ein Projekt in einer Lite-App und dann verwendet das erstellte Projekt selbst. Es ist nicht erforderlich, das Verifizieren des Kontos zu warten. Nach der Registrierung eines Kontos kann der Do-it-yourself-Benutzer Projekte erstellen. Er lädt die App iRidium herunter, dann registriert er sich direkt in der App. Weiter beginnt er die Erstellung eines Projekts. DIY-Benutzer kann ein Projekt ohne Server nicht erstellen. Server ist erforderlich für DIY-Benutzer. Wenn der DIY-Benutzer einen Server nicht gekauft hat, hat er noch 2 Wochen für die Erstellung und Testen seines Projekts. Nach Ablauf von 2 Wochen muss er die Lizenz kaufen. Während 2 Wochen lädt er Module aus iRidium Store herunter, gibt die Verbindungseinstellungen ein, erstellt Etagen und Räume, ordnet Widgets zu. Und dann wählt er das Stil seines Projekts, stellt Logik seines Projekts ein. Wenn die App ihm gefällt, kauft er iRidium Server Lite zusammen mit der Lizenz. Natürlich, der DIY-Benutzer kann iRidium Server vor der Erstellung eines Projekts kaufen. Nach der Aktivierung des Servers kann der DIY-Benutzer sein Projekt in Cloud speichern und es auf seine anderen Bedienpanels, ich meine Smartphones und Tablets, so auf andere Bedienpanels herunterladen. Die Anzahl von Bedienpanels ist unbegrenzt. Bei Bedarf kann er mit anderen Benutzern sein Projekt teilen. Der DIY-Benutzer kann verschiedene Rechte für jeden Benutzer einstellen. Zum Beispiel Rechte auf die Bearbeitung der Regeln und so weiter und so fort. Ich zeige in den nächsten Videos, wie man Rechte einstellt.